Wie heißt du? 20 Jahre warten Isaac und Rebekka auf Kinder. Gott erhört ihre Gebete und schenkt ihnen Zwillinge, Jakob und Esau. Esau war der Erste und der Ältere, wenn auch nur um wenige Minuten. Aber damit war er der Erstgeborene. Jakob war damit der Jüngere. Doch bereits vor der Geburt der Zwillinge sagt Gott zu Rebekka, 2 Völker sind in deinem Leibe und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Damit machte Gott klar, er, Gott, wird die Reihenfolge umkehren. Er, Gott, wird den Jüngeren über den Älteren setzen. Gott selbst wird den Jüngeren zum Erstgeborenen erklären. Aber Rebekka und Jakob entscheiden sich, die Sache in ihre eigene Hand zu nehmen und sie mindestens zu beschleunigen. Jakob sichert sich zunächst mit List das Erstgeburtsrecht. Er kauft es für einen Teller Suppe seinem Bruder Esau ab. Einige Jahre später entscheiden sich die 2, Mutter und Sohn, durch eine Lüge und Manipulation, Isaac zu betrügen und hinters Licht zu führen, damit er Jakob und nicht Esau den Erstgeburtssegen erteilt. Isaac ist etwas irritiert. Er kann nichts mehr sehen, er hört aber die Stimme und es ist die Stimme Jakobs. Aber es ist der Geruch Isaaks, der Geruch Esaus, den er wahrnimmt. Um sicher zu gehen, fragt Isaak noch einmal genau nach. Bist du mein Sohn Esau? Jakob lügt seinen Vater an und sagt, ja, ich bin's. So erschleicht sich Jakob mit der Hilfe seiner Mutter den Segen seines Vaters. Als der Betrug auffliegt, ist Isaak schockiert und sprachlos und Esau deprimiert und voller Hass seinem Bruder gegenüber. Er will Jakob umbringen. Jakob muss fliehen. Der Vater entlässt ihn nun mit seinem Segen und gibt ihm Anweisungen für seine zukünftige Ehe. Auf dem Weg nach Haran begegnet Gott Jakob selbst in einer Vision. Und Gott verspricht, Jakob zu segnen und ihm und seinen Nachkommen das verheißene Land zu geben. Gott verspricht Jakob, dass er mit ihm in das fremde Land geht, dass er ihn beschützen wird und ihn wieder zurückbringt in das verheißene Land. Jakob ist zwar sehr beeindruckt von dieser Vision, aber im Hinblick auf Gottes Zusagen bleibt er skeptisch und stellt Gott seine Bedingungen. Er sagt, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Als Konsequenz seines Betruges muss Jakob die nächsten 20 Jahre fern seiner Heimat und getrennt von seinen Eltern leben und seinem Schwiegervater Laban dienen. Laban betrügt Jakob immer wieder. Er wendet Tricks an und ändert seinen Lohn sehr oft. Es scheint, als hielt Gott Jakob einen Spiegel vor, damit er erkennt, wie schwer seine Schuld ist und wie tief er seinen Vater Isaak mit seinem Betrug und mit seinen Lügen verletzt hatte. Nach 20 Jahren erscheint Gott Jakob und sagt ihm, mach dich auf und zieh aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Jakob hat Angst vor seinem Schwiegervater Laban, dass dieser ihn nicht ziehen lassen wird, und entscheidet sich zur Flucht. Je näher er dann seiner alten Heimat kommt, umso mehr steigt die Angst in ihm hoch, dass sein Bruder Esau sich an ihm rächen und ihn töten könnte. Seine Sünden, sein Betrug, seine Lügen holen ihn ein. Er hat keinen Frieden in seinem Herzen. Als er dann erfährt, dass sein Bruder Esau ihm mit 400 Mann entgegenkommt, ist er ganz verzweifelt.
Er fasst einen Plan, seinen Bruder mit Geschenken zu besänftigen. Er schickt seine Familie und seinen Besitz voraus. Er selbst bleibt über Nacht alleine an einem einsamen Ort und betet zu Gott. Er bekennt Gott seine Unwürde und erkennt an, dass Gott ihn mit viel Barmherzigkeit und großer Treue behandelt hat. In dieser Nacht kommt es zu einem geheimnisvollen Kampf zwischen Jakob und dem Herrn. Auch wenn der Kampf sich für Jakob als körperlicher Kampf anfühlt, ist es in Wahrheit ein geistliches Ringen um seine Seele. Gegen Morgen stellt Jakob dem Herrn erneut seine altbekannte Bedingung. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Jakob will den Segen Gottes um jeden Preis erhalten. Doch da steht noch eine Sache zwischen ihm und Gott, die geklärt werden muss. Der Herr fragt ihn, wie heißt du? Und dieses Mal antwortet Jakob richtig und ehrlich. Er sagt, ich heiße Jakob. Ich bin Jakob. Er bekennt sich zu seinem Namen, zu seiner Identität und damit auch zu seiner Schuld und zu seiner Sünde. Nein, er heißt nicht Esau, wie er es vor 20 Jahren seinem Vater vorgelogen hatte. Er heißt in Wahrheit Jakob. Jetzt ist er mit Gott im Reinen. Jetzt kann Gott ihn segnen. Jetzt gibt Gott ihm einen neuen Namen und sagt, ab jetzt sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Nach dieser Nacht ist Jakob ein neuer Mensch. Er hat eine neue, intakte, lebendige Beziehung zu Gott. Er hat die Vergebung Gottes empfangen und ist ein gesegneter Segensträger Gottes. Das Leben Jakobs enthält wichtige Lektionen für uns. Gott hat viel Geduld mit uns und führt uns an einen Punkt der Selbsterkenntnis und der Buße. Doch erst, wenn wir bekennen, wer wir wirklich sind, dass wir Sünder sind, dass wir versagt haben, dass wir Gottes Gebote missachtet haben, dann erfahren wir Gottes Vergebung, erhalten von ihm eine neue Identität und einen neuen Namen. Wir erleben eine neue Geburt. Wir werden von Gott reich gesegnet und Gott macht uns zu seinen Segensträgern.